Bock auf cremige Winzerpfanne? Mit ordentlich Wein, Gnocchi und natürlich Schweinefilet. Genau, so schaut's aus. Schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute ein cremiges Winzerpfännchen. Ja, mit Gnocchis, Schweinefilet, Frühlingszwiebeln. Ganz was Leckeres, ganz was Cremiges. Da ist sogar mein Freund dabei, nämlich der, wie heißt der? Schmelzkäse. Schmelzkäse, also der böse Käse. Wie heißt es? Ja, ihr wisst, wie ich zu Schmelzkäse stehe. Manchmal ist er halt sehr lecker. Gesund ist er nicht gerade, aber manchmal die Ausnahme ist manchmal okay. Genau, und der Name Winzerpfännchen kommt natürlich durch den Wein, der da drin ist. Genau, so schaut's aus. Dann ist schon unser Stichwort. Ich würde sagen, wir kommen mal ab zu den Zutaten. Ja, hier haben wir einmal hier hinten leckere Gnocchis. Dann natürlich, klar, Schweinefilet, Frühlingszwiebeln, den bösen Schmelzkäse. Dann, wie heißt es, ja, 2 Knoblauchzehen. Hier ist ein bisschen Gemüsebrühe. Hier ein guter Weißwein. Hier ein bisschen Sahne, weil, sag mal, Sahne geht immer. Hier haben wir ein bisschen Thymian, Salz, Pfeffer und zum Anbraten heute ein Olivenöl. Also das war schon sehr übersichtlich von den Zutaten. Definitiv. Magst du kein Olivenöl, holst ein bisschen Butter. Wir holen Olivenöl. Ist ein bisschen gesünder. Reden wir uns zumindest ein. Hier ist ein sehr leckeres. Ja, ich würde sagen, fangen wir schon mal an mit den Gnocchis. Ich mache die Pfanne schon mal heiß. Da kommt jetzt ein Esslöffel Olivenöl rein. So, kann jetzt heiß werden. Und in der Zeit bereiten wir schon mal unser Schweinefilet vor. Ja, wie ihr seht, sind es ja wenige Zutaten. Es ist ein relativ einfaches Gericht, aber das schmeckt nachher richtig gut und passt jetzt auch in die kommende Herbstzeit. Auch wenn die Temperaturen gerade im Moment, wo wir das drehen, was anderes sagen. Ja, es ist verdammt warm. Also wenn ich schwitze, bitte verzeiht mir. Es ist verdammt warm draußen. So, brauchen wir ein scharfes Messer. Und das Schweinefilet haben wir schon ein bisschen vorgeschnitten hier, einfach damit es schneller geht. Ja, wir machen heute einmal durch, dann den Streifen. Ja. Ja, also ein bisschen grober. Einmal in der Mitte durch und dann in so Streifen. So hier. Ja, gerne. Wenn das ein bisschen zerfleddert aussieht, verzeiht es mir. Diesmal habe ich das Fleisch geputzt. Mein Mann kann das viel besser. Das ist wahr. Doch. Mach du mit mehr Ruhe. Also ungefähr so sollen sie aussehen. So. Das ist Kappes. Du machst das manchmal einfach nur zu schnell. Ja. Ja. Ich bin halt eher der schnelle Typ. Ich mache aber fertig hier. So, unser Schweinefilet ist nun geschnitten. Wir machen jetzt daran ein bisschen Salz. Einfach, dass schon ein bisschen Geschmack dran ist. Weil alles, was du jetzt dran machen kannst, zieht. Und wirkt auch. Im Nachgang zu salzen ist immer ein bisschen schwer. Also wenn der Geschmack mal nicht mehr dran geht, ist rum. Ja, das Fleisch schmeckt wirklich anders dann, Ist ne? so. So, Finger sauber machen. Und noch ein Rutsch Salz. So, das kann jetzt gerade ein bisschen einwirken. In der Zeit, wo das hier einwirkt, holen wir schon mal unsere Gnocchis und hauen die bei uns in die Pfanne. Und die braten wir jetzt einfach gerade so lange an. Wenn die fertig sind, kommst du wieder dabei. Wer sich jetzt hier wundert, warum, sag ich mal, so wenig Gnocchis und so viel Fleisch, wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass wir auch Kalorien zählen. Und wie heißt es, es ist einfach besser, weniger Kohlenhydrate, mehr Protein. Ist ein anderes Verhältnis. Spaß ein bisschen Kalorien, macht ein bisschen länger satt. Auch wenn in dem Gericht Schmelzkäse und Sahne drin ist, aber kann man wenigstens ein bisschen da drauf achten. Richtig. Ne? Also wir reduzieren ein bisschen die Carbs, dann hast du ein bisschen mehr Protein. Bringt ein bisschen was im Defizit. Aber fühl dich frei. Wenn du mehr Kohlenhydrate haben willst, mach mehr Gnocchis dabei. Natürlich. Wobei, Gnocchis sehen ja auch immer so wenig aus. Ja. Ne? Ich liebe die ja. Das sind ja so Mini-Kartoffelknödel, ne? Finde ich ganz toll. Ja. Ja. Ja, bei dem Gericht auf jeden Fall. Ansonsten brauche ich die jetzt nicht so oft, wie ich gerne Nudeln oder normale Kartoffeln esse. Also, ich mag es auch ganz gern. Wie sieht das denn bei dir zu Hause aus? Magst du gerne Gnocchi?
Schreibt mal in die Kommentare. Gnocchi oder lieber Klöße oder Nudele, Kartoffele? Was ist deine Lieblingsbeilage? Falls du die Gnocchis nämlich nicht so magst, kannst du die natürlich in dem Gericht gut ersetzen. Durch Ja. zum Beispiel Schupfnudeln. Spätzle schmecken auch gut Schupfnudeln dazu. hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, die könnten wir auch mal wieder selber machen. Gute Idee. Apropos ersetzen. Wenn du jetzt kein Schweinefilet zu Hause hast, also das kannst du genauso mit Pute mal mit Hähnchen machen, mit Schnitzelfleisch. Also das kannst du variieren, wie du möchtest. Haben wir alles schon probiert. Ja, schmeckt alles gut. Richtig, wir haben früher oft mit Pute gemacht. Ja, das Also wir hatten jetzt Schweinefilet da, deswegen hat es gut gepasst. Unsere Gnocchi sind jetzt schon fertig. Die haben ein bisschen Farbe gekriegt. Das sieht wunderbar aus. Ich liebe ja Handylöffel, ne? Diese Silikon, diese breiten Dinger hier. Du mit deinen Silikonlöffeln. Ich finde die wirklich gut. Ja, die sind ja auch super. Aber ich finde Holzlöffel schöner. Ja, aber so hier in den Hoffmann-Pfannen muss ich ehrlich sagen, vor allem du kannst immer schön mit auskratzen, das klappt wunderbar. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. So. Ich lasse die Pfanne jetzt auf der Temperatur direkt. Das ist ja eh schon heiß. Wenn ich den Rest rauskriege. Gerade drüber geredet. Mach da ganz schnell noch einen Löffel Olivenöl rein Er schmeißt wieder was weg. und haue direkt unser Fleisch rein. So. Na, guck mal hier, das reicht uns schon wunderbar. So soll es ja aussehen. Und wer sich jetzt wundert, warum ich jetzt alles reingeworfen habe, einfach damit die Pfanne nicht auskühlt, dann lieber in Etappen anbraten, sonst kochst du das Fleisch nur. So kriegst du richtig schön den Geschmack dran. Wunderbar. Jetzt auch wieder ein Löffel Olivenöl dran. So. Und dann den Rest Fleisch. Diesmal ohne wegzuwerfen. Während unsere zweite Fuhre Fleisch jetzt hier brät, holen wir jetzt unsere Frühlingszwiebeln und schneiden uns die in Ringe runter. Bisschen grober, ne? So hier, ne? Genau. Einfach für Mundgefühl. Und die Menge der Frühlingszwiebeln ist da wirklich entscheidend. Ja. Das sieht viel aus, es ist auch viel, aber das brauchst du für den Geschmack. Ja. Weil diesen ganz speziellen Geschmack von diesem Pfännchen, den bekommst du wirklich durch den Weißwein, durch den Schmelzkäse Ja. und die Frühlingszwiebel. Das ist einfach herrlich. Das war. So. Hast du auch schon abgeschnitten, Jörg? Bitte? Hast du oben schon Ja. abgeschnitten? Oh. Komplett durchschneiden. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? So ein Stand auf so einem Weinfest hier bei uns in der Nähe und dann so ein riesen Pott damit gemacht. Ich sag dir eins, der ist nach einer Dreiviertelstunde ausverkauft. Ja, glaube ich schon. Wer das einmal gegessen hat, der will das immer wieder haben. Das ist wirklich lecker. Was habe ich hier noch? Unsere Knoblauchzehen. Mach gerade die Presse. Da hinten. Brauchst du schon alles vorbereitet? Ja, du hast mich ja das letzte Mal ein bisschen gerügt, ne? Ach, gerügt. In der Schule hier. Ich habe jetzt mittlerweile die Pfanne so auf ein bisschen mehr als die Hälfte gestellt. Jetzt kommt unser Fleisch von eben, was schon angebraten mal wieder rein. Zudem, was jetzt noch drin ist, hier. Daran machen wir jetzt erst ein bisschen Pfeffer. Salz war ja schon dran. So, guck mal, ganz tolle Farbe gekriegt. Absolut. Und jetzt kommt da rein unser Knoblauch. Wer keinen Knoblauch mag, der lässt ihn weg. Ist hier in dem Gericht jetzt nicht wirklich entscheidend. Nö, Gibt das- nur so einen ganz kleinen Pfiff. Richtig. Einfach runterrühren. Und gar nicht so lange, da geht relativ flugs. Herrlich. Und jetzt kommen da rein schon unsere Frühlingszwiebeln. Also ist so ein richtiges Schmeiß-Rein-Gericht, ne? Alles wird dann nach und nach reingekloppt. Ist so, Und irgendwann ist es fertig. richtig. Ein paar lasse ich noch übrig, ne? Ja, Für nachher oben drüber.
Gericht gerade unter. Probier auch die Zwiebeln in der Pfanne zu lassen. Und jetzt kommen dann schon unsere Gnocchis wieder dabei. Also, du merkst, wenn du ein bisschen gut vorbereitet bist, ist das eine Sache von einer Viertelstunde. Ja, maximal 20 Minuten. So, jetzt haben wir noch unseren Schmelzkäse. Zuerst würde ich aber den Weißwein reinmachen. Den habe ich ja hier stehen. Ja. Ich wollte nur mal beiseite holen. Ach, du wolltest den schon mal präsentieren. Richtig, ich wollte Red noch doch richtig. nicht. Red doch nicht. Mache ich doch gerade. So, jetzt haben wir hier unseren Weißwein. Der kommt zuerst mal rein. Jetzt mache ich erstmal die Hitze wieder ein bisschen hoch. Kann er gerade ein bisschen verkochen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich mache schon ein bisschen das Schiff hier. So, gucken wir unsere Sahne. Alles beiseite holen hier. Schreiben wir gerade ein bisschen auf. Dann geht es gleich weiter. So, unser Weißwein ist ein bisschen verkocht, aber nur minimal. Also ein bisschen wollen wir wirklich drin lassen für den Geschmack. Magst du jetzt keinen Wein? Machst ein anderes Gericht. Richtig, was es sein muss. Dann ist es kein Winzerfännchen. Richtig, dann ist es, also bitte nicht anfangen mit irgendwie Traubensaft oder sonst im Krempel, lass es weg. Wenn du sagst, ich will unbedingt nachts, dann hol einfach anstatt der Menge Wein mehr Brühe. Aber es ist dann ein anderer Geschmack. Also du brauchst die Säure vom Wein, damit eigentlich der Geschmack ist. Weil das ist eigentlich das Schöne, zusammen mit den Frühlingszwiebeln und dem bösen Käse, alles der schmeckt. Aber wie gesagt, willst du den Wein weglassen, einfach mehr Brühe holen. Oder was anderes kochen. Sie. Das hört sich so böse an, aber das ist gar nicht böse gemeint. Nein, es geht ja darum, einen Geschmack zu mehr zeigen. Jetzt kommt hier dabei unsere Gemüsebrühe. Die rühren wir jetzt auch noch unter. Das noch kurz aufkochen und sobald das aufgekocht ist, rühren wir unser Schmelzkäse runter. Ne? Ich liebe Schmelzkäse. Ich sage es ja immer wieder. Es gibt wirklich einfach diese 3, 4 Gerichte. Da muss der rein. Ja. Und du kriegst es halt auch, wir haben Nein. ja versucht. Wir haben mit allen möglichen Käsesorten versucht. Frischem Käse, mit Frischkäse, mit Das ist nie Kräutermischungen. derselbe Geschmack. Es ist nie dieser spezielle Geschmack und deswegen scheiß drauf, auf gut Deutsch. Bei 2, 3, 4 Gerichten ist das vollkommen okay. Ist wohl wahr. So. So, lass aber schmale Grund uns also wunderbar auskratzen. Damit. So. Das rühren wir jetzt schön einigermaßen unter. Guck mal, hat man die Sahne eigentlich gar nicht gebraucht. Doch. Ich habe jetzt nur an die Kalorien gedacht. Nee, ich Ja, denke hast da wirklich an den Geschmack. Dann esse ich lieber eine kleinere Portion. Ja, als irgendeine andere Sahne, also oder so eine blöde Kochsahne zu holen. Ja, nee, oder als das jetzt wegzulassen und zu denken, oh, hättest du mal die Sahne reingemacht, aber kannst 100 Gramm mehr essen. Ja, hast recht. Vor allem, das ist ja der Witz da dran. Diese ganze Kochsahne und so. Entweder hast du eine Kochsahne, die ist so behandelt, dass sie angeblich weniger Kalorien hat, dafür hat sie andere Sachen. Oder der Körper kann sie gar nicht richtig verwerten. Im Endeffekt setzt es dann genauso an. Oder da ist eine Kochsahne, die gar nicht mehr auf Sahne beruht oder auf Milch, sondern auf irgendeinem Rapsöl oder sonstige Sache. Und dann hast du im Endeffekt, da tust du dem Körper nicht keinen Gefallen mit. Also sag mal, nur Kalorien macht es dann noch nicht aus. Das muss schon ein bisschen noch für den Körper verwertbar sein. Ne? Ja. Und das ist halt dann auch das Problem bei Kochsahne. Da geht immer zwei davon Kochsahne, aber beide sind nicht der Bringer. Also so eine normale Sahne kann der Körper noch am besten verwerten, dann lieber weniger. Oder man kann sie auch durch Milch ersetzen oder halb und halb, also Sahne mit Milch zusammen machen. Aber ich sag mal, wenn wir heute schon Schmelzkäse verwenden, dann fange ich an, jetzt mal über Kochsahne zu streiten, über Sahne zu streiten. Ist schon weniger drin, trotzdem mehr machen näher die Kohlenhydrate aus, deswegen wird das schon angenehmer. So, das sieht schon ganz gut aus. Das hier. Jetzt lassen wir die ganze Sache minimal einkochen und dann sind wir schon fertig. Stopp, müssen noch würzen. Ganz wichtig. Jetzt haben wir hier noch unseren Thymian, einen wilden Thymian. Thymian passt super dazu. Ja. Da kann da ruhig ein guter Flach dran. Ne? Selbstverständlich. Ja, sind so 2 Teelöffel, ne? 1 bis 2 Teelöffel, genau, je nach Geschmack. Sieht jetzt viel aus, aber durch das Streu hier, also kommt Ja, schon. und auch durch die Sahne und den Schmelzkäse, da geht da viel verloren. Ja. Guck mal, ein Löffelchen. Probieren wir die ganze Sache mal. Lass wieder Schweine heiß sein. Das ist so lecker. Noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer
Dann sind wir da. Und wie ihr seht, ihr wisst ja, mein Mann ist ja jetzt gar kein Weintrinker. Nein. Er mag gerne Wein im Essen, aber er trinkt ihn nicht. Aber selbst hier bei dem Gericht, wo wirklich der Wein das Gros ausmacht, bist du begeistert. Weil passt. Ja, ich bin kein großer Alkoholtrinker mehr. Wein war ich eh noch nie. Dafür ich. Also der verkommt hier nicht. Das ist wohl wahr. So. Gerade nochmal unterrühren. Konsistenz wird auch immer besser. Guck mal hier. Herrlich. So. Auch das Fleisch, weil jetzt eben nur rosa innen drin war, wird jetzt auch gar sein innen drin. Ja. Kann ich die Pfanne schon ausschalten? Das war es schon. Ja, wer möchte, kann das jetzt noch mit ein bisschen Speisestärke abbinden. Das ist noch jetzt. Aber Also- ich würde auch sagen, wir warten dann noch 3, 4, 5 Minütchen. Und dann Maximal. müsste das eigentlich in Ordnung sein. Bis dahin haben wir den ganzen Bums hier beiseite geräumt und können anrichten. Also ich würde sagen, bis gleich. Ja, ab, Putzfee. Jo, aufgeräumt, Suppenkelle in der Hand. Ich würde sagen, wir schöpfen mal, wa? Ja, auch wie cremig er geworden ist. Ja, natürlich. Herrlich. Oh, da freue ich mich gleich drauf, wie Kleinkind. Ich mich auch. Und ein bisschen Söschen. So. Ein bisschen kann er drauf, ne? So. Jetzt obendrauf noch ein bisschen von unserem Frühlingszwiebeln, ne? Dann hast du noch ein bisschen Knack. Und es sieht schön aus. So. Passt, ne? Genau. Und so geht unsere Winzerpfanne. Vor allem, die ist wunderbar cremig, herrlich saftig auf Schweinefilet. Unbedingt nachmachen. Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Wir freuen uns über alles. Auch gerne mal dabei schreiben, was für ein Fleisch machst du dabei? Schweinefilet, Pute, Hähnchen. Was ist dein Ding, wo du sagst, da probierst du damit aus? Wir freuen uns auf die Kommentare. Bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt probieren. Joho. Soll ich einen Löffel weggetan? Ja, Löffel haben wir noch. Da gibt es uns nämlich. Haben wir noch ein paar. So. Oder wieder hier raus, weil gleich Foto machen. Schau mal, das ist wieder zu heiß jetzt. Es ist jede Kalorie wert. Oh ja. Boah, ist das lecker. Ab die Post. Kamera aus und los geht's.